Guten Morgen, liebe Leute. Ja, was heißt gut? So sieht's aus, wenn der Dr. Traktor bei Sonnenschein unterwegs ist. Kein Regen angesagt, der sollte vorbei sein seit einer Stunde. Bin sowas von angepisst wieder. Ich wollte da über diese Sierra rüber, Offroad. Hab mir eine 180, 190 Kilometer Runde ausgedacht heute. Jetzt war ich 3 Tage im Regen in Alora. Naja, morgen sollte es echt vorbei sein, aber sie lachen mich an und grüßen mich freundlich als Regengott. Ich habe nicht so viel Spaß dran, muss ich sagen. Naja, mal schauen, vielleicht trinke ich noch einen Kaffee da unten. Das Wetter macht mich irre. Eine wunderbar zu fahrende Waldstraße hier jetzt. Tief durchatmen, so schön. Ich gönne mir den Spaß nochmal, weil ich so gerne Wasserdurchfahrten habe. Ja, der Regen. Grüße mich freundlich als Regengott. Ich habe nicht so viel Spaß dran, muss ich sagen. Oh, die Regenwolken haben sich hoffentlich jetzt endgültig verzogen. Ich hoffe, ich bete darum. Da oben über den Berg geht's rüber. Da ist noch ein bisschen Wolken verhangen. Da drüben haben wir Karatraka, habe ich eben noch einen Kaffee getrunken, den Regen durchziehen lassen. Jetzt soll es hier über den Berg rüber gehen. Piste. Ich gucke jetzt mal, wie gut das läuft. Das sieht sehr weich aus, ist aber okay im Moment. Ups. Ja, da wurde schon Material weggespült auch. Ei. So, das habe ich vermutet, dass das hier jetzt die bessere Piste ist, dass ich da wahrscheinlich die falsche Zufahrt erwischt habe, dass das da drüben vom Dorf her eigentlich die bessere Zufahrt gewesen wäre. Jetzt drehen wir hier. Und diese Piste sieht nun ein bisschen besser aus. Ich habe mir diese Route selbst zusammengebastelt. Mit GPX Studio heißt die Webseite. Das ist nicht ein Programm, das ist eine Web-Oberfläche. Komme ich besser klar als mit Garmin Basecamp. Jedenfalls GPX Studio habe ich gestern rumgespielt mit. Und ich gebe da einfach mal nicht Motorrad, sondern Rad ein als Grundlage der Routenberechnung. Habe da irgendwie 4 Punkte von Alora bis Granada oder sagen wir mal Motril eingegeben, entlang des Z. Und der hat genau die Z-Route berechnet. Also schon speziell, mit 2, 3 kleinen Ecken drin, sage ich mal. Aber es ist schon geil, wenn der quasi selbst ein Z programmiert. Das werde ich weiterhin benutzen. Das Ganze ist ziemlich soft hier. Da ist keine Kette gut. Oh la la. Ja, der Regen. Jetzt tropft es auch wieder. Ah, das ist jetzt schon ziemlich arg.
gehe mir das kurz angucken. Ui, jetzt habe ich wieder mit Mühe und Not gedreht. Ich habe gesehen, den Höhenkurven entsprechend, dass hier nochmal ein steilerer Anstieg gleich folgt. Dachte ich, nee, da unten sehe ich eine Straße, die führt eigentlich um den Berg rum. Das werde ich jetzt machen. Also Straße, auch eine Piste. Aber die sieht einfach nicht so steil und dementsprechend nicht so ausgewaschen aus. Weil wie immer, wenn steil und Regen, dann ausgewaschen weich, ausgewaschen steinig. Aber da drüben am anderen Berghang, also rechts von mir, wo ich jetzt dann hinfahre, habe ich Wanderer unterwegs gesehen mit Schirmen. Also ist auch nicht so das schönste Wanderwetter heute. Die haben wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes erwartet. Ja, also eigentlich sollte es jetzt langsam vorbei sein mit dem Regen. Es tropft schon wieder. Es ist schon verrückt. Also nicht mal auf dem Radar ist der Regen eingezeichnet. Ich weiß nicht, woher die Weather Pro App die Daten bezieht, aber ja, schon speziell. Auf Echtzeitzustand müsste man sich eigentlich verlassen können. Sonne wäre auch hier oben gut. Also das ist quasi eine Alternative zum TED, wenn man so will. Der verläuft mal ein bisschen nördlich von hier, 10 Kilometer vielleicht, nicht mal. Und ich finde, das ist doch einiges herausfordernder als der TED. Für die, denen der TED so einfach ist. Mein Gott, das Wetter macht mich irre. Wenn die Leute sagen, heute regnet es nicht mehr, die wissen einfach nicht, mit wem sie es zu tun haben. Es ist jetzt 12:30, dann bis 10 Uhr war leichter Regen möglich angesagt. Danach Sonnenschein. Genau so sieht Sonne in Andalusien am 9. Juni aus bei 18 Grad. Die hatten im März 40 Grad. Möchte ich auch nicht, aber... Me estoy hartando, pero hartando. So, und da unten haben wir jetzt eine asphaltierte Straße, da komme ich jetzt gleich drauf. Da vorne sieht es ein bisschen besser aus mit dem Wetter hier und das ist so eine geile Gegend mit hunderten Kilometern geiler Pisten. Da drüben die Sierra de las Nieves ist gesperrt für Motorräder und Quad, aber hier... Ja, es muss nicht nur die Sierra de las Nieves, diese kleineren Hügel, die kann man noch fahren, die sind halt auch nicht so... bekannt, dass da so viele Wanderer hoch würden. Ich bin jetzt eben bei El Burgo vorbei, fahre hoch zu der Piste, wo ich vor ein paar Tagen schon war. Und hier ist einfach alles trocken. Das sind jetzt irgendwie
10 Kilometer Luftlinie von da, wo ich vorhin war, wo es immer wieder geregnet hat. Hier trocken. Da ich jetzt immer noch die Regenjacke anhabe, bin ich eher von innen nass geworden. Aber wenn ich jetzt so fahren kann, ist es okay. Dann passt das, kühlt das wieder ein bisschen ab. Das ist eine Piste, die geht über 25 Kilometer von El Burgo nach Ardales. Etwa 2/3 davon sind dann Tet, während Tet. Da bin ich ja eben von der anderen Seite hergekommen vor ein paar Tagen. Also so liebe ich das ja, das ist schon geil. Ziemlich entspannt. Haha, kaum sage ich was. Sieht schlimmer aus. Und sowas kenne ich aus Sardinien. So pseudo-gepflasterte Straßen. So, und genau hier war ich vor ein paar Tagen. Bin ich von Ardales gekommen, da lang gefahren, eben abgebogen, da von der Hauptstraße nach Serrato heißt das, glaube ich, El Burgo Serrato. Ich ziehe jetzt eine Schlaufe hier, diesen Berg entlang, da komme ich auf die Straße, die geht von El Burgo nach Ronda. Und wenn ich dort nicht reinkomme, ich hatte die Piste gesehen, wie ich da lang gefahren bin vor ein paar Tagen, ja, dann kann ich immer noch ein bisschen weiterfahren und dann den Tet nehmen. Den hatte ich so noch nicht gefahren. Mal schauen, was das hergibt hier. Ich erwarte hier jetzt eine felsigere Angelegenheit, also ähnlich wie dort, wo ich aufgegeben habe oder gedreht habe heute. Und prompt geht's durch den Wald. Eben eher so felsig hatte ich das eigentlich erwartet oder steinig. Ja, ein paar Meter weiter. So sieht es hier aus. Das erste Tor kann man aushängen. Also das Gitter. Die Kette da hinten ist arg verschlossen. Das heißt, da würde man mit dem Motorrad schon rumkommen, aber da gibt es ja dann noch eine andere Seite. Und wenn das so versperrt ist, wird das seine Gründe haben. Erstaunt mich zwar, aber ja, ich schau mal weiter. Machen wir den nächsten Einstieg und dann mal gucken, ob ich da weiterkomme. Zurück auf die Hauptstraße war das jetzt gerade eben, ein paar hundert Meter Hauptstraße. Jetzt bin ich da links weg, wo ich schon vor ein paar Tagen links weg bin. Damals bin ich dann aber rechts runter nach Serrato. Jetzt möchte ich da so lange wie möglich geradeaus. Das heißt, geradeaus ist eine recht kurvige Strecke. Ich sollte dann aber, wenn alles gut geht, keine verschlossenen Tore mehr dazwischen sind, auf die Hauptstraße kommen zwischen El Burgo und Ronda. Und sonst werden wir alles viel, viel mehr abkürzen als gedacht. Ja, schauen wir da mal. Letztes Mal war ich hier rechts abgebogen. Jetzt fahren wir einfach mal, solange es geht, diese wunderbare Waldstraße. Aha. Schade. Kein Durchkommen. Abbiegeversuch 3. Quasi zurück auf Feld 1 beinahe. Ich habe jetzt eine größere Schlaufe ausgelassen. Wegen den wegen der Finca und dem verschlossenen Tor. Hier weiß ich, geht's ein paar Kehren hoch und dann bin ich auf dem Tet. Der sollte ja fahrbar sein. Fahre ich ein Stück Tet bis, mal schauen. Das da drüben wäre eine heftige Rampe.
gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es die ist. Oder bin ich da runter? Das kann schon sein. Da war ein Stück steil, genau. Dann gehen wir mal hoch. Jetzt geht's das Stück hoch. Das ist eigentlich wieder der Weg, der von El Burgo nach Ardales führt. Da war ich schon hergekommen, vor einer Stunde oder so. Also der untere Teil hatte ich da gemacht. Welche Spur? So, da von rechts bin ich hergekommen. Das ist Ted und der Ted, der geht jetzt da links weg. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht hier. Das wäre jetzt Ted. Eine wunderbar zu fahrende Waldstraße hier, der Ted. Echt so richtig entspannt. Hübsch. Gefällt mir. Hübsch. Ich sehe gerade, da gibt es noch andere Pisten, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind. Aber ich möchte das ja jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ich liebe das ja, wenn es nicht so herausfordernd ist. Könnte sein, dass es ein bisschen steiler ist, diese Piste. Könnte sein, dass ich da hochfahre. Ne, das werden wir dann gleich sehen, weil meine Brut, der biegt jetzt dann gleich rechts ab. Der Ted geht jetzt da weiter, runter nach Cerrato. Und ich mache hier eine nördliche Route Richtung Ardales, wenn ich denn da lang komme, wenn das nirgends wieder versperrt ist. Bin ich auch mal gespannt. Es sieht soft und steil aus. Sieht mir jetzt eher so nach einer Waldschneise aus. Ich habe das Gefühl, das werde ich nicht fahren. Wenn das ist, mache ich noch Sprüche und es ist tatsächlich so. Es sieht super steil aus da oben. Ich bin ja gespannt. Es ist effektiv so eine Waldbrandschneise. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und die können so unglaublich steil sein. Soll ich mich da beeindrucken lassen oder nicht? Ich glaube schon. Wobei, jetzt macht die Piste hier eine Ecke. Es wäre dann eher nach meinem Gusto, wenn das denn weiterführt. Macht es vorläufig. Uff. Das gehe ich mir angucken. Ah, das ist recht abfallend. Das ist schon arg steil. Aber es ist griffig. Ja, da oben ist noch. Ich denke, ich habe schon wildere Sachen gemacht. Trotzdem, es ist mir nicht wohl dabei. Ich möchte es jetzt nicht wirklich ausschließen, das zu fahren, aber da oben ist noch mal eine, weiß nicht, Ecke oder so. Ganz, ganz steiles Schlussstück.
mochte ich jetzt nicht hochgehen. Deshalb drehe ich jetzt und nehme das Stück da unten. Ja, ich bin jetzt da wieder rechts weg, also ich bin wieder runter der Weg. Habe jetzt Ardalis eingegeben als Ziel und da hat er mir ja diese Piste empfohlen oder navigiert hier lang. Da war schon ein Weg rechts hoch, der macht jetzt aber da noch eine Schlaufe, mal gucken. Es kann gut sein, dass ich dann trotzdem wieder auf diese Piste hochkomme, wo ich eigentlich wollte. Das habe ich jetzt nicht abgecheckt. Das ist ja halb befestigt. Also diese Piste wäre bestimmt die schönere gewesen, direkt hier hoch. Sieht besser aus. Naja. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Regen hier so angestellt hat. Dafür, dass das mal eine befestigte Straße war. Aber mir scheint schon, dass das auch noch vielleicht repariert werden müsste oder Schäden von 2018 sind. Eine kleine Irrfahrt hinter mir, irgendwie seltsam. Bin da einfach diesem quasi befestigten Sträßchen gefolgt. Gleich da hinter der Ecke wäre ich rübergekommen, wo ich vorhin aufgegeben hatte. Das waren echt nur irgendwie 150, also ja, bis oben. Das wäre die Krete gewesen. Habe ich jetzt einen tollen Umweg gemacht. Anyway, ich gehe jetzt mal hier links runter. Also teilweise programmiert da Garmin Thread doch seltsam abenteuerliche Varianten. Jetzt bin ich eigentlich wieder mal auf dem ursprünglichen Track. Also ich fahre jetzt irgendwie 2-3 Kilometer, vielleicht nicht mal, parallel zum Tent. Ich gönne mir den Spaß nochmal, weil ich so gerne Wasserdurchfahrten habe. Ja, das war tiefer als gedacht. Eigentlich war da eine Abzweigung auf dem Berg hoch schon, eine Piste, Geröllpiste, war Fahrverbot und diesmal auch für Autos, wenigstens das. Ja, jetzt bin ich paar Kilometer weiter asphaltiert gefahren. Von Ardalis waren das jetzt doch 20 Kilometer etwa. Und jetzt geht da die Route 47 rechts weg und die fahre ich jetzt ein ganzes Stück, beinahe bis Alalura. Ein Teil davon wird dann auch noch gleichzeitig Tet sein. Ich bin gespannt, ob ich da überall durchkomme. Aber eigentlich Route 47 ja. Also auf diesem Untergrund, da driftet der Dunlop Trail Max Raid richtig heftig. So, also habe ich das Gefühl nicht vom Vorderrad. Vorne, da habe ich immer noch den Michelin Anarchy Wild drauf. Und da ist er also bedeutend stabiler als hinten. Oh. Überraschend. Wahrscheinlich aber auch bloß wegen dem Regen so ausgewaschen da gerade eben. Oh, ich sehe da vorne ein Verbotszeichen, aber genau. Ich denke, das geht dann
dorthin, wo ich von der anderen Seite schon das Verbotszeichen gesehen habe. Die Route 47 geht jetzt hier links oben drüber. Oho. Irgendwie. Schauen wir mal. Da hat es zweimal so Pfosten gehabt mit parallel verlaufenden Strichen drauf. Das heißt, das müsste die durchgehende Piste sein. Und die kreuzt sind, oh, ich weiß nicht. Eigentlich zeigen die ja Wanderwege an, aber ja. Ah, das gefällt mir und es erinnert mich echt an Kroatien. Jetzt gerade ein bisschen Bilder da vorne. Hier sieht es super soft aus. Okay. Das Geröll ist das eine, aber es ist echt soft. Und ich habe echt nicht so eine gute Traktion beim Dunlop Trail Max Raid. Der schwingt also richtig, wenn es nicht grob ist. Wow, wow. Es ist also schon heavy. Der gefällt mir jetzt da nicht, der Trail Max Raid, muss ich sagen. Das fühlt sich an, als wäre der platt. Ich muss das eben mal kurz verifizieren. Das kann nicht sein, der so schwimmt. Oh. Nee, da scheint noch Luft drin, so wie ich das jetzt gerade... Das war jetzt aber... hallo Leute. Hoch, okay, runter. Ich mag mich erinnern, letztes Jahr, da habe ich sie hingelegt an so einer Stelle. Auf dem TED, das ist ja immer noch Route 47. Also ich denke jetzt schon, das ist vom Regen der letzten Tage. Genau dasselbe Spiel. Ja, hier ist jetzt nicht so lose bis jetzt. Oh, das gefällt mir nicht. Wie geil! Oh ne, noch gar bei weitem nicht oben. Vielleicht doch. Genau, wie ich von weitem gesehen habe, da eben das Schild, Fahrverbot weiter hoch. Das ist nur diese Strecke, die hier erlaubt ist. Tief durchatmen. Ah, so schön. I love it, I love it.
weil das ist jetzt schon wieder ziemlich rough. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, Route 47 ist eigentlich als einfach für Anfänger Offroad angegeben. Das vorhin der Aufstieg war alles andere als einfach. Also auch wenn ich kein Profi bin, das war die falsche Entscheidung. Das war nicht das, was ich wollte. Und jetzt muss ich da über das Geröllfeld hinwegkommen. Ich sehe da vorne schon, was mir überhaupt nicht gefällt. Der Matsch da in den Kurven. Ja, na. Eins ums andere. Jetzt ist die Sonne da ein bisschen verschwunden. Das sah jetzt gerade eben super, super geil aus zum Abschluss des Tages. Es sind immer noch 35 Kilometer, aber eine super Strecke. Das liebe ich doch sowas. Ha. Ja, so zieht sich das hin. Erinnere mich auch ein bisschen an Neuseeland. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wegen dem Regen irgendwie neu
gegradet wurde, deshalb so aussieht, weil es sieht jede Zufahrtsstraße, alles sieht so aus, so erdig, lehmig, aber eigentlich gut zu fahren. Weiß einfach nie, wie rutschig das ist, wenn es irgendwann mal nass ist. Gehen wir der Aprilia mal ein bisschen sporen. Das ist ja total easy zu fahren jetzt. So, jetzt mal ein bisschen südamerikanisch im Flussbett. Hält alles bereit, diese Runde. Keine Ahnung, wie viel Wasser denn hier drin ist, wenn es wirklich regnet. Sieht nicht so aus, aber... Es sieht nicht so aus, als wäre viel Wasser drin, so muss ich sagen. Kann ich mir bei heftigen Gewittern nicht vorstellen. Krass. Wow, sieht echt wild aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei Gewittern hier drin aussieht, weil die haben hier Häuser hier drin und das wird doch überschwemmt. Aber die können nicht zufahren, also irgendwie speziell. Very special. Heizen wir den Willy mal ein wieder. Sowas habe ich nur in Südamerika, in Chile mal gefahren. Du hast eine Abkürzung, ne? Du. Du ist ja geil, 10 Hunde oder so. Zum Glück hintergeht er. Ah, geil, das macht ja Spaß. Das ist ja geil. So, und jetzt treffen wir auf den Ted, der da von rechts hochkommt. Aber es sind so viele geile, genau solche Pistenstraßenwege hier. Da kann man fahren, welchen man will. Das ist einfach geil. Also jetzt ist es ziemlich steil aus dem Fluss hochgegangen. Ja, es ist hügelig, wie man sieht. Jetzt fahre ich da noch ein kleines Stück Ted und dann wieder rechts weg und dann zurück nach Alora. Da kommt auch der Ted her. Eine kleine Zusatzschlaufe. Das waren jetzt 20 richtig geile Kilometer von Via de... Ja, Albidigal, egal. Egal. Also wenn das so ist, ist das dann auch morgen gut zu fahren. Okay, irgendwie habe ich halt den Eindruck, das ist alles frisch, relativ frisch gegradet. Genau, da
gehe ich dann morgen lang. Da verlässt uns der Ted wieder. Okay. Und da unten in der strahlenden Sonne Malaga. Nach all den schönen, geschliffenen Pisten bin ich jetzt wieder auf was Herausfordernderes geraten. Das ist so ein Shortcut theoretisch. Wahrscheinlich brauche ich hier aber länger, weil es einfach viel steiler ist, enger. Aber auch hier immer mal wieder ein Bachbett. Ui, das könnte stechen. Ja, langsam bin ich auch froh, habe ich diese 30 Kilometer nicht auch noch gemacht da heute Vormittag. Weil es zieht sich dann doch hin. Es werden insgesamt 160 Kilometer gewesen sein an heute. Doch etwa 100 Kilometer Offroad, schätze ich. Da einen oder anderen harten Stück dabei. Ja, den Blick auf Alora kann man schon mal noch kurz mitnehmen hier. Hübsch. Habe ich nur immer auf die andere von Alora hier rüber geguckt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.